Hallo und herzlich willkommen in den Chiemgauer Alpen auf dem Weg zur leider oft übersehenen Rudersburg. Und damit natürlich auch herzlich willkommen beim Mount Tour Guide. Für alle, die diese Tour nach dem Video selbst gehen möchten, die detaillierte Tourenbeschreibung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt oder vielleicht sogar bei der Tourenplanung geholfen hat, lasst gerne einen Like da. Damit unterstützt ihr den Kanal und meine Arbeit wirklich enorm. In den Chiemgauer Alpen verstecken sich immer wieder Gipfel, die aufgrund ihrer Höhe gerne mal übersehen werden, obwohl diese ein unfassbar schönes Panorama bieten. Dazu gehört auch die Tour auf die hier zu sehende Rudersburg. Wir haben diesen Gipfel über die Wetterfahne von der Kössener Seite aus bestiegen. Eine Burg sucht man hier oben zwar vergeblich, aber die Aussicht macht das locker wieder wett. Zur Wetterfahne selbst verliere ich hier gar nicht viele Worte, denn die hat ja bereits ein eigenes Video bekommen. Das wird natürlich auch unten in der Beschreibung für euch verlinkt. Wir behalten den Fokus lieber auf das eigentliche Ziel dieser Runde, die Rudersburg. Trotzdem aber ein kurzer Absatz zur Wetterfahne. Der Aufstieg verläuft unschwierig über breite Waldwege und Steige, hat nur wenig Höhenmeter und eignet sich damit auch perfekt für eine entspannte Halbtagestour. Bereits hier eröffnet sich einem ein weites Panorama über den Wilden Kaiser und die hohen Tauern. Außerdem ist allein das einzigartige Gipfelkreuz die Wanderung wert, da es sich hier wortwörtlich um eine Art Wetterfahne handelt. Von hier aus sieht man die Rudersburg schon ziemlich gut vor sich liegen. Und ehrlich gesagt wirkt das Ganze erstmal deutlich steiler und felsiger, als es später tatsächlich ist. Mein erster Gedanke damals war tatsächlich, wie soll man da denn hochkommen, ohne zu klettern? Dieser erhöhte Felsen wirkt auf den ersten Blick eher unerklimmbar. Das liegt aber vor allem daran, dass man von der Wetterfahne aus nur die Ost- und Südseite zu Gesicht bekommt. Wie so oft in den Bergen kann man erst aus der Nähe die eigentlichen Steige und Pfade erkennen. Der Weg führt uns um den riesigen Felsen herum und bringt uns dann über die waldige und wesentlich weniger schroffe Westseite hinauf zum Gipfel. Bevor ich kurz auf den letzten Abschnitt unterhalb des Gipfels eingehe, muss ich vorher aber noch was Wichtiges erwähnen. Denn nach dem Überschreiten der Wetterfahne geht es erstmal länger über hügelige Almwiesen weiter. Hier ist tatsächlich etwas Orientierung gefragt, weil die Markierungen nicht immer sofort erkennbar sind. Vor allem hat es uns mächtig verwirrt, dass man plötzlich einen doch größeren Abschnitt wieder absteigen muss. Die Orientierung ist hier etwas knifflig. Wer genau hinschaut, erkennt hier und da Markierungen und sogar einen auf einer Wurzel in Bodennähe versteckten Wegweiser. Während des Abstiegs macht der Steig dann einen unscheinbaren Schwenk nach rechts und führt durch ein Waldstück weiter. Genau diesen Abschnitt kann man aber leicht übersehen. Im Detail habe ich das für euch aber in der Tourenbeschreibung inklusive Bildern verfasst. Das letzte Stück zum Gipfel ist dann etwas anspruchsvoller, aber nie schwierig. Wir müssen ein paar leichte Schrofen und Stufenabschnitte überwinden. Lediglich bei Nässe kann der Abschnitt wirklich ein Problem werden. Vom Gipfel aus hat man, zumindest bei besserem Wetter als bei uns, ein gefühlt unendliches Panorama Richtung Wilder Kaiser, die hohen Tauern mit dem Großvenediger, die östlichen Chiemgauer Alpen und die Loferer Steinberge. Wer allerdings ein 360-Grad-Panorama möchte, muss sich auf dem Gipfelplateau etwas bewegen, da die Nordseite direkt am Kreuz etwas verwachsen ist. Der Abstieg erfolgt dann über den bereits gesehenen Forstweg und bringt uns an der mehr als zu empfehlenden Naringalm vorbei. Hier kann man sich mit Blick auf die umliegenden Berge noch etwas Stärkung einverleiben. Damit wünsche ich euch viel Spaß und gutes Wetter unterwegs. Macht sie, geht sie diese Tour und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreicht die Gipfel gescheit.